Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Saal und natürlich auch Sie, die das heute oder in den kommenden Tagen und Wochen an Ihren jeweiligen Bildschirmen verfolgen können. Besonders möchte ich unsere heutigen Podiumsgäste, Frau Ebru Taschdemir, die die ganze Veranstaltung moderieren wird, Frau Frese-Renner vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam, Professor Goschler, einen der Herausgeber des Jahrbuchs für Deutsche Einheit, und die Künstlerin Frau Naumann, die heute auf diesem Podium zu den unterschiedlichsten Fragen von Identitäten und Identitätspolitik diskutieren werden. Was ist der Anlass für unsere heutige Veranstaltung? Heute ist der 15. September und Sie werden jetzt wahrscheinlich alle sagen, wunderbar, 15. September, ein Freitag kurz vorm Wochenende. Aber der 15. September ist auch der internationale Tag für die Demokratie, den die Vereinten Nationen ausgerufen haben. Und wir als Bundesstiftung haben uns vorgenommen, an jedem 15. September eine Diskussionsveranstaltung unter dem Motto „Wir müssen reden" auszurichten, in der Fragen, die in der Gesellschaft kontrovers und leidenschaftlich diskutiert werden oder auch für Unruhe sorgen, dass wir an diesem Ort und an diesem Tag solche Fragen aufgreifen. Und unser heutiges Thema ist einerseits die Vorstellung dieses wunderbaren Buches, des Jahrbuchs für Deutsche Einheit, das bei uns in der Bundesstiftung einen festen Platz hat. Und von den Herausgebern kann ich neben Professor Goschler auch noch Professor Ralf Jessen, der auch stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei uns in der Bundesstiftung ist, begrüßen. Und zu den Herausgebern gehört natürlich auch Dr. Markus Bölk. Und das ganze Projekt bei uns in der Bundesstiftung betreut wird durch Dr. Franziska Kuschel, die Leiterin des Arbeitsbereichs Wissenschaft, die auch den heutigen Abend mit den Herausgebern des Jahrbuchs vorbereitet und designt hat. Das Buch selber können Sie heute nur hier durch die Kamera bewundern. Das wird dann am 19. September erst erhältlich sein. Und diejenigen, die heute hier sind, haben aber die Möglichkeit, das schon mitzunehmen. Wie gesagt, dieses Jahrbuch beschäftigt sich in diesem Jahr, und man hat fast den Eindruck, als ob die Herausgeber des Jahrbuchs und die Autoren hellseherische Fähigkeiten gehabt hätten, beschäftigen sich in diesem Jahr mit Fragen der Identitäten, der Identitätspolitik. Und wer die Diskussion der letzten Monate verfolgt hat, wird festgestellt haben, dass darüber doch sehr leidenschaftlich debattiert wird. Wer darf sich zu welchen Fragestellungen äußern? Zählt die Herkunft mehr als die Sozialisation? Aber natürlich auch die durch 2 Bücher angeheizte Diskussion über eine neue Ost-West-Spaltung, über eine Generationenspaltung, über Identität und Herkunft und was das alles mit uns im vereinten Deutschland macht oder ob das nach fast 35 Jahren deutscher Einheit überhaupt wirklich noch eine Rolle spielt oder eher eine mediale Diskussion ist. Ja, unter diesem großen Bogen freue ich mich jetzt natürlich auf die anschließende Podiumsdiskussion, die Ebru Taschdemir moderieren wird. Und im Anschluss an die Diskussion haben Sie natürlich hier im Saal, aber auch an den Bildschirmen wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Schicken Sie uns das gern, Ihre Fragen von außerhalb, an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Das wird dann von hier aus ans Podium weitergegeben. Und in diesem Sinne uns allen einen interessanten, spannenden und hoffentlich auch befriedenden Abend. Vielen Dank. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen an diesem schönen Sommerabend hier in Berlin. Wir freuen uns natürlich sehr über unsere Gäste und wir freuen uns natürlich auch, dass Sie eingeschaltet haben an den Bildschirmgeräten oder natürlich auch an Ihrem Laptop. Und das Thema des Jahrbuchs ist ein guter Anlass, um die Spannung des großen Wir der Bundesrepublik nach der deutschen Einigung, den vielen Wirs, welche diese ausmachen und sich in mannigfaltigen Zugehörigkeiten und unterschiedlichen Teilhaberechten manifestieren, zu diskutieren. Wer ist das eigentlich, dieses Wir? Wie viele sind wir eigentlich, wenn wir von Wir sprechen? Sind es Ostdeutsche, sind es Westdeutsche, sind es nur Deutsche, sind es Thüringer, Saarländer, Europäer, WeltbürgerInnen oder auch nur BerlinerInnen oder KreuzbergerInnen, so wie meine Kinder das vielleicht für sich bezeichnen würden?
Also wer gehört eigentlich nach welchen Kriterien zu diesem Wir und welche Konsequenzen haben diese unterschiedlichen Versuche, ein solches Wir zu bestimmen? Und vor allem auch, warum wird gestritten, wer nun Ostdeutsch ist und wer Westdeutsch ist und was macht diese Spannungen aus? Ich würde Ihnen auch gern mit einer Schlagzeile kommen. Das habe ich in dieser Woche in einem Supermarkt gesehen. Ich kaufe diese Zeitung generell nicht. Das ist der Berliner Kurier. Das ist eine Berliner Boulevardzeitung. Da fiel mir aber die Schlagzeile auf. Da war ein Foto von Gregor Gysi auf dem Titelbild und auf dem Titel war die Schlagzeile: Wir haben den Osten vernachlässigt. Und in Vorbereitung auf diese Veranstaltung dachte ich natürlich, wir, wer ist damit gemeint? Interessant. Und wer hat eigentlich den Osten vernachlässigt? Und was ist mit Osten gemeint? Er hat es natürlich in Bezug auf die Partei Die Linke genommen, aber genau da sind wir schon wahrscheinlich drin, ne? Also in diesem Wir, wer ist da eigentlich mit gemeint? Und deshalb freue ich mich besonders, dass heute Abend Frau Frese-Renner, Herr Dr. Goschler und auch natürlich Frau Naumann zu diesen Fragen vielleicht Antworten haben oder bestimmt Antworten haben und dass wir vielleicht auch darüber diskutieren können. Das fände ich natürlich auch spannend, ne? Also ich meine, es gibt wahrscheinlich auch unterschiedliche Annäherungen an das Thema. Und ich würde gern Herrn Dr. Goschler gleich fragen. Wir haben nämlich am Telefon ausgemacht, dass wir uns erstmal verorten. Wer ist wir? Also wer ist wir, können wir ja nur sagen, wer bin ich eigentlich? Und bei mir ist es so, dass ich westdeutsch sozialisiert bin, in Berlin aufgewachsen und ich werde migrantisch gelesen, bin aber keine Migrantin. Und ich dachte, das wäre vielleicht eine schöne Überleitung auch an Sie, Herr Goschler, dass Sie vielleicht erstmal verorten, wer sind Sie eigentlich? Und dann würde ich gern zu meinen Fragen kommen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das zuspricht, ob Sie das gern machen wollen würden. Sie sind natürlich frei, wenn Sie sagen, ich möchte das gar nicht benennen, wer ich bin, aber Sie können das gerne machen. Bitte. Ja, wer bin ich? Wir sind Papst, also das wäre vielleicht... Also natürlich, wenn die Frage hier so gestellt wird, dann läuft es ja ganz schnell auf eine Selbstverortung West-Ost heraus. Ja? Könnte ich jetzt natürlich unterlaufen und sagen und jetzt alle möglichen Kollektive nennen, denen ich mich irgendwie zugehörig fühle, selbstgewählte, zugesprochene, wie auch immer. Fußballvereine fallen mir da ein. Ja, Fußballvereine natürlich, ohne Frage, ja. Aber jeder, der sich so ein bisschen mit Mundarten auskennt, hört bei mir immer, worunter ich sehr leide, so ein bisschen den schwäbischen Singsang heraus. Das heißt, damit wäre mein Geburtsort bezeichnet. Ich bin in Baden-Württemberg geboren und habe die ersten 30 Jahre meines Lebens im Westen verbracht und dann anschließend etwa 20 Jahre in verschiedenen Stadtteilen Ostberlins. Und mein Sohn behauptet es von sich, er sei ein Ossi. Also so kann das Leben dann spielen. Also ansonsten, ja, will ich Sie jetzt nicht mit Bagatellen zu sonstigen Zugehörigkeitsaspekten weiter behelligen, aber die Grobverortung wäre natürlich, dass ich hier jetzt wahrscheinlich so der Wessi auf dem Podium bin. Der Wessi auf dem Podium, mit mir zusammen. Sie sind nicht ganz alleine. Okay. Herr Goschler, wie entstand denn die Idee zu diesem Jahrbuch? Also wie kamen Sie auf die Idee? Frau Kaminski hatte es gerade als hellseherische Fähigkeit sogar benannt. Wie kamen Sie auf die Idee zu diesem Jahrbuch? Na gut, hellseherische Fähigkeiten haben wir natürlich nicht, sonst wären wir wahrscheinlich in einem lukrativeren Berufsfeld gelandet. Aber was ich sagen würde, also das sind wir auch damit ganz zufrieden, dass wir schon, glaube ich, ein Gespür dafür hatten, für etwas, was in der Luft lag. Da waren wir ja nicht die Einzigen, die das gespürt haben, aber wir haben eben wahrgenommen, dass hier gerade eine Debatte sich sozusagen auftürmt, würde ich mal als Bild sagen, also eine Woge hier sich auftürmt, die ja auch nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern auch international. Fragen der Zugehörigkeit, Fragen der Identitätspolitik gewinnen ja weltweit zunehmend Bedeutung, aber sie gewinnen in Deutschland eine besondere Färbung. Also uns hat einerseits das interessiert, was wir als übergreifendes Phänomen feststellen, andererseits aber genau das, was dann die deutsche Debatte innerhalb dieses größeren Zusammenhangs dann wieder besonders macht. Und das Besondere hängt eben sehr stark damit zusammen, dass wir eigentlich grob gesprochen vor allem zwei Gruppen haben, die verstärkt Wir-Ansprüche formulieren und zwar immer auch verbunden mit dem Eindruck, dass sie in irgendeiner Weise benachteiligt werden. Und das sind zum einen Ostdeutsche und zum anderen Migranten.
Beides Kategorien, über die man dann wahrscheinlich jetzt noch ausführlicher sprechen muss. Aber das sind teils konkurrierende, teils überlappende Phänomene, diese Diskurse. Und vielleicht, um als letztes nochmal daran anzuschließen, was ich in Ihrer Einleitung gesagt habe, man kann natürlich alle möglichen Wir-Bezüge herstellen, aber was die Debatte, glaube ich, eigentlich ausmacht und weshalb sie nicht nur immer so lustig beliebig ist, sie hängt eben oft mit Ansprüchen zusammen. Und da wird sozusagen spannend und das zeichnet, glaube ich, auch die Auseinandersetzung aus, die wir jetzt in den Blick genommen haben. Wir haben verschiedene Gruppen, die jeweils auch verstärkt gesellschaftliche Ansprüche verschiedener Art stellen. Damit wir alle vom Gleichen sprechen, ist es vielleicht ganz gut, erstmal, Sie haben ja von Identitäten gesprochen, Sie haben von Zugehörigkeiten gesprochen, Sie schreiben auch in dem Editorial, also in der Einführung zu dem Jahrbuch, von Belongings, was ich ein sehr spannendes Konzept finde. Wollen wir vielleicht ganz kurz mal definieren, was sind so die Gemeinsamkeiten und was sind die Unterschiede zwischen diesen drei Begriffen? Und was ist Ihr Lieblingsbegriff, wenn ich das so sagen darf? Ja, also seit den 90er Jahren war ja eigentlich so der Aufstieg des Begriffes der Identität, ja, und geht ja weiter bis heute, bis zur Identitätspolitik. Und diesen Begriff zeichnet eben eine Tendenz aus, Zugehörigkeit als eher etwas Essentialistisches zu betrachten, als etwas, das unveränderbar mit Menschen oder mit Gruppen verbunden ist. Demgegenüber gibt es also eine neuere Konjunktur, die vor allem aus dem Angelsächsischen kommt, die zunächst einmal von Belonging spricht. Das ist ein Konzept, das vor allem aus der Anthropologie kommt und insofern ganz charmant ist, als das Konstruierte von Zugehörigkeit oder das Konstruierte von Wirs, von Kollektiven und Verbindungen zu Kollektiven stärker in den Mittelpunkt stellt. Bei der Übersetzung von Belongings zu Zugehörigkeit geht ein bisschen was verloren. Ja? Also so ein Belonging hat stärker einen affektiven Affekt, noch einen affektiven Beiklang als Zugehörigkeit. Also Belonging, da steckt ja auch auch Sehnen nach etwas drin. Ja? Also da kommen verschiedene Aspekte zusammen, die für die Konstitution von Wir-Zusammenhängen eine Rolle spielen. Und es kommt, um zum Schluss zu kommen, eben auch der Aspekt des Unbelonging dazu. Also man kann solche Prozesse eben auch rückgängig machen. Also die Dynamik solcher Prozesse lässt sich mit dem Begriff des Belonging oder der Zugehörigkeit stärker einfassen als mit dem Begriff der Identität, die eher wie so eine Schachtel wirkt, in der man eben drin steckt und wenn man einmal drin ist, kommt man immer nicht mehr raus. Ich habe auch schon rausgehört, was so Ihr Lieblingsbegriff ist. Ich glaube, es ist Belonging. In Belonging ist ja auch so etwas Aktives drin. Ne? Also man kann sich aktiv zugehörig fühlen. Es hat im Jahrbuch steht auch etwas von einem Safe, also man fühlt sich sicher in dieser auf Deutsch übersetzt Zugehörigkeit, also in diesem Belonging. Und bei Zugehörigkeit, man wird vielleicht auch markiert. Ne? Also das ist wahrscheinlich so dieses eher Aktive und Identität und Zugehörigkeit ist eher was Passives als Begrifflichkeit. Sie sprechen auch das Jahrbuch, da sind auch viele, viele Beiträge, was ich sehr spannend fand, eben auch zu migrantischen Perspektiven. Und interessant ist ja, dass im kollektiven Gedächtnis Deutschlands und auch in den allermeisten Erzählungen über die ostdeutsche Gesellschaft vor und nach der Wiedervereinigung kaum die Perspektiven von Migrantinnen, von POC, also von People of Color, von den ehemaligen Vertragsarbeiterinnen, von postmigrantischen Communities wenig Beachtung gefunden haben bisher. Was meinen Sie, was ist der Grund dafür? Also ich glaube, das ist ein Aspekt, den man nicht verstehen kann, wenn man sich nicht internationale Entwicklungen anschaut. Also sozusagen der große Hintergrundtrend dahinter ist natürlich die ganze postkoloniale Auseinandersetzung, mittlerweile einer der dominanten intellektuellen Strömungen in vielen Bereichen. Und auch hier kann man wieder sagen, dass dann in Deutschland diese Debatte dann wieder eine spezielle Ausformung, eine spezielle Zuspitzung bekommen hat, aber die dockt eben sehr stark an diese internationale Debatte an und bekommt auch einen großen Teil oder bezieht einen großen Teil ihrer intellektuellen Energie auch aus dieser großen Strömung.
Wir sprechen gleich noch mal etwas weiter. Ich möchte übergehen zu Frau Frese-Renner. Sie forschen im Rahmen Ihrer Doktorarbeit im frühen World Wide Web. Und zwar zu den ersten Debatten um Ost- und West-Identitäten. Da ist das Wort wieder. Ihr Beitrag im Jahrbuch heißt auch bezeichnet, ich bin Doppelpunkt Ossi. Was war die Herausforderung bei Ihrer Archivsuche? Weil ich glaube, das ist jetzt ein ziemlich neues Feld in der Geschichtsforschung, dass man in den Internetarchiven kramt und dort eben versucht, dort Forschungsergebnisse zu finden. Ja, also ich habe auch tatsächlich nicht damit angefangen, sondern ich habe am Anfang meiner Arbeit angefangen, mir soziale Medien anzuschauen und zu schauen, wie wird da Zugehörigkeit hergestellt oder auch, wie wird da an die DDR erinnert, ganz allgemein. Und dann war es eher ein Prozess, dass ich angefangen habe, in der Zeit zurückzugehen und mich gefragt habe, ist das nicht in den digitalen Medien auch schon früher passiert und muss man nicht eigentlich weiter zurückschauen? Und dann habe ich angefangen, mit dem Internet Archive zu arbeiten. Und das ist ja eben natürlich da geht es dann um originär digitale Quellen, nennt man das dann. Also zum Beispiel Websites, die nicht mehr online sind, die dann aber im Internet Archive archiviert sind. Das Internet Archive ist eine gemeinnützige Organisation in den USA. Und wenn man sich für das frühe Web auch in Bezug auf die DDR interessiert, dann muss man letztlich dort schauen, weil man sonst nicht viel weiter Wie weit kommt. zurück gehen denn die Einträge dort? Das geht zurück bis 1996 und ich meine, da beginnt es ja auch erst so richtig mit dem World Wide Web in Mitte der 90er, aber wenn man sozusagen noch in die Zeit davor zurückschauen möchte, dann hat man sozusagen schon ein Problem, da müsste man sich an private Website-Betreiber letztlich wenden. Sie haben sich vor allem angeguckt, die Seiten Aktion, Wiederaufbau der Mauer und Zone Talk. Was zeichnete diese Webseiten aus? Ich würde sagen, beide zeichnet aus, dass sie doch auch auf ein öffentliches Interesse gestoßen sind, das sozusagen über den digitalen Raum hinausging. Also dass sie auch in Print und teils auch in Fernsehbeiträgen eben auf Interesse stießen und dann zum Beispiel das ZDF natürlich einen Fernsehbeitrag mit dem Betreiber von Zone Talk gemacht hat. Und die Seiten zeichnen zugleich aus, also die Aktion Wiederaufbau der Mauer ist ungefähr 1997 online gegangen und Zone Talk, das ist ein Forum, in dem es eben den Betreibern darum ging, vorrangig erstmal Ostdeutschen eine Plattform zu bieten, um zu diskutieren, um sich zu verständigen. Das ging 2000 online und ja, beide zeichnet eben aus, dass man dort eine ganz große Vielzahl, in einem Fall mehrere hundert Beiträge, im anderen geht es schon in die Tausenden Beiträge. Eben aus dieser Zeit findet eben Stimmen, die sich dort im digitalen Raum zur Welt zu Wort gemeldet haben. Und was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Das ist so ein bisschen der Ansatz, auch der Grundton, auch die technische Struktur. Aktion Wiederaufbau der Mauer hat sich eigentlich als so eine Art Volksbegehren stilisiert. Da konnte man dann darüber abstimmen, ob die Mauer wieder aufgebaut werden soll, was natürlich auch eine sehr provokante Frage war, gerade in den 90ern, ja bis heute. Und da ging es dann sozusagen, konnte man dann wie in so einer Art digitalen Fragebogen immer auswählen, erstmal eine Selbstverortung als Ossi, Wessi oder Wossi. Dann konnte man noch so etwas wie eine Zugehörigkeit zu einem Staat oder zu einer Organisation, das ging dann von Deutschland bis zur NVA oder Ähnlichem auswählen und dann eben eintragen, ich bin für oder gegen den Wiederaufbau der Mauer, weil. Und da kommen dann eben ganz viele Stimmen zusammen, die ja letztlich auch die Verwerfung der Transformationszeit eigentlich zum Ausdruck bringen und andersherum natürlich auch Stimmen, die sich ganz entsetzt zeigen über diesen Fragebogen. Aber wie fest sind denn diese Identitäten? Also das ist so ein Scroll-Down-Menü wahrscheinlich gewesen und das konnte man anklicken. Konnten Sie dann herausfinden, wie fest oder wie soll ich sagen, also man kann sich ja im Internet verstellen und wie sehr konnten Sie Rückschlüsse ziehen auf die
UserInnen, also auf die BenutzerInnen, ob diese Identität dann auch wirklich stimmt. Weil ich meine, letztendlich kann ja auch jemand, der in Westdeutschland sozialisiert wurde, sich als Ossi, ne, also Bezug nehmend auf den Titel des Beitrags, vielleicht auch geben und darstellen. Gibt es da Hinweise oder müssen Sie mit dem arbeiten, was Sie vorfinden? Letztlich sind die einzigen Hinweise natürlich die Texte, die dann geschrieben werden. Wenn sich da aber dann jemand als Erich Honecker einträgt mit Namen und dann irgendwie einen satirischen Beitrag dazu verfasst, dann kann ich letztlich auch oft nur rätseln, wer dann eigentlich dahinter steht, weil man dann nicht viel weiterkommt. Manchmal ist dann da noch eine E-Mail, aber ob die dann noch funktioniert, ist eine andere Frage und ob das überhaupt die richtige E-Mail jemals war. Also es ist eben auch ein Raum, in dem man sich verstellen kann, in dem auch sowas wie die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion dann verschwimmen und in denen eben auch ganz bewusst dann damit gespielt wird und es eben auch ausgereizt wird in verschiedene Richtungen. Waren das dann eher so spielerische Einträge, weil Sie meinten, also eher so, Entschuldigung, eher sarkastische, vielleicht auch ironische Beiträge oder hat man dort vielleicht auch schon Hinweise gefunden, dass das, weiß ich nicht, dass dort rechtsextreme Äußerungen getätigt wurden zum Beispiel? Beides tatsächlich, würde ich sagen. Also es ist nochmal ein Unterschied zwischen den beiden Webpräsenzen, die ich mir jetzt für diesen Beitrag angeschaut habe. Bei der Aktion Wiederaufbau der Mauer ist schon bedingt durch den ganzen Grundton der Seite wahrscheinlich sehr viel stärker auch eben ironische, sarkastische, so parodistische Beiträge. Auch rechtsextreme Stimmen, die man dort findet, die dann eben auch nicht nachträglich gelöscht wurden. Es ist auch ein anonymer Betreiber der Seite. Und im Zonentalk mischt es sich auch, also die rechtsextremen Beiträge sind dort nicht sehr viele, würde ich sagen, meiner Einschätzung nach. Und es kommt dann auch starker Widerspruch teilweise. Und dort finden sich eben auch ganz, ganz ausführliche Geschichten teilweise. Manche NutzerInnen, die dort sehr, sehr ausführlich über ihre Erfahrungen in der DDR, aber auch in den 90er Jahren berichten. Und was man nicht findet oder was ich bisher eigentlich in diesen beiden Foren zum Beispiel gar nicht gefunden habe, sind migrantische Stimmen. Das ist eine ganz große Leerstelle dort. Weil Sie auch Nutzerinnen sagten, ich habe mich gefragt, wie männlich besetzt waren diese Foren oder auch das kann man ja wahrscheinlich nicht wirklich sehen, aber gab es da Hinweise darauf, dass man sagen konnte, okay, Geschlechterdisparität 70-30 oder irgendeine Zahl, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Also konnten Sie da Hinweise finden auf die Verteilung von weiblichen und männlichen NutzerInnen, wenn wir jetzt im binären System bleiben? Ich würde sagen, das wandelt sich eben dann ab Mitte der 90er bis in die 2000er wandelt sich das eben ganz stark. Wenn man jetzt auf die Betreiber von Webseiten, jetzt mal nicht nur die beiden, sondern im größeren Rahmen schaut, dann sind das in den 90ern eben doch vorrangig Männer, die da Webseiten zur DDR betreiben, was sich ja dann irgendwie auch in den Inhalten oder in dem, was darin widerschlägt. Aber wenn man auf die Beiträge im Zonentalk schaut, dann sind da auch schon erstaunlich viele Frauen, die sich zu Wort melden. Eben unter weiblichen Namen einerseits, aber eben auch mit Erinnerungen daran, wie es zum Beispiel war, als Mutter oder als arbeitende Mutter in der DDR zu leben. Und glauben Sie, dass diese Berichte, also aus welcher Motivation heraus schreibt man so etwas? Das habe ich mich gefragt. Ne? Also als Sie erzählt haben, dass es auch längere Berichte sind, Tagebucheinträge, ist das, um der Nachwelt etwas zu hinterlassen oder auch zu zeigen, ja, aber das ist meine Sicht der Dinge und die wird vernachlässigt total in diesem Transformationsprozess und deshalb möchte ich, dass das festgeschrieben wird? Das spielt teilweise sicherlich auch mit rein. Im Einzelnen kann ich das natürlich nicht bei jedem Beitrag letztlich nachvollziehen. Oft ist es auch so eine Gesprächsdynamik, die sich dann in so einem Forum entwickelt. Es sind ja viele Beiträge untereinander und manchmal schreibt dann jemand, ja, ich verfolge das jetzt schon eine ganze Weile hier, die Beiträge in dem Forum und jetzt reicht es mir sozusagen, jetzt möchte ich mal etwas dagegen sagen, weil das war ja eigentlich alles ganz anders. Also es ist auch sozusagen einmal sicherlich sozusagen vor dem Hintergrund eines breiteren medialen Diskurses oder öffentlicher Diskurse und andererseits eben im Forum
auch Streit im Forum oder Auseinandersetzung oder Widerspruch. Was ist denn für Sie die größte Herausforderung bei der Doktorarbeit? Also, dass Sie zu wenig Informationen manchmal über die UserInnen bekommen oder gibt es vielleicht andere Punkte, die mir jetzt gerade nicht einfallen? Am Anfang war es, glaube ich, eine Herausforderung, erstmal sozusagen an das Material zu kommen, an irgendwie einen Zugang zu finden, wie rekonstruiert man eigentlich so eine Landschaft von Webseiten, die es heute eigentlich ja nicht mehr gibt. Und dann fängt man eben an, sich sowas wie Hyperlink-Sammlungen als Quellen zu erschließen, mit dem Internet Archive irgendwie technisch so ein bisschen herumzuspielen. Ich glaube, eine Herausforderung ist, dass es methodisch irgendwie an digitalen Tools vielleicht auch einfach noch fehlt, die vielleicht sich eher daraus entwickeln, wenn man sozusagen konkret am Material forscht und dann merkt, okay, ich bräuchte jetzt eigentlich etwas, mit dem ich so ein Netz für das Jahr 1996 mir konkret darstellen lassen könnte, und das gibt es einfach nicht. Eine andere Herausforderung ist dann auch, wenn man sozusagen die Webseite mit Zeitzeugeninterviews zum Beispiel kontextualisieren möchte und einerseits die überhaupt noch ausfindig zu machen, die ehemaligen Betreiber, und dann aber auch sozusagen sie zu überzeugen, mit mir zu sprechen. Und das dort stoße ich dann teilweise eben auch auf große Vorbehalte. Konnten Sie denn mit den Betreibern sprechen? Teilweise schon. Eben mit diesem von Aktion Wiederaufbau der Mauer, da weiß ich einfach nicht, wer das ist. Den werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr finden. Aber vom Zonentor konnte ich mit zwei der Betreiber konnte ich Interviews führen, und das war auch sehr aufschlussreich. Ja. Also falls Sie zuschauen, die Betreiber der Seite Aktion Wiederaufbau der Mauer, melden Sie sich einfach. Ja, vielleicht kann es ja sein, dass ausgerechnet diese Menschen gerade zuschauen oder vielleicht auch später nochmal zuschauen. Vielen Dank bisher. Wir reden auch gleich nochmal weiter. Ich würde gerne zu Frau Naumann überleiten. Sie sind als Künstlerin sehr interessiert an Möbeln und Objekten, die Sie zu szenografischen Räumen arrangieren. In Ihrer künstlerischen Arbeit setzen Sie sich auch immer wieder mit den Mechanismen der Radikalisierung auseinander. In dem Jahrbuch haben Sie eine etwas herausgestellte Rolle, weil Sie haben nämlich eine Bilderreihe konzipiert, die heißt Dein Deutsches Reich. Und Sie wollen uns ein paar Bilder zeigen, habe ich erfahren. Ja, the floor is yours. Bitte. Vielen Dank. Ja, hier geht es gleich los mit dem ersten Bild. Ja, ich muss immer noch an den Betreiber von der Webseite denken. Also ich bin irgendwie überzeugt davon, dass wir den noch finden müssen. Also weil meine künstlerische Arbeit, ich arbeite mit Möbeln, mit Installationen, da kommt auch gleich noch ein Bild, aber in gewisser Weise arbeite ich auch mit Hinterlassenschaften, auch ja, so ein bisschen aus dem Internet und aus dem historischen Internet und eigentlich davon, wie lassen sich auch so Radikalisierungsprozesse, die online stattfinden, in physischen Raum übertragen. Weil das ist so ein großes Anliegen von mir, eigentlich das, was ich so beobachte, online so wieder physisch zu machen und in einem Raum erlebbar und auch diskutierbar zu machen. Genau, deswegen fand ich jetzt auch die Forschung von Frau Frese-Renner so super spannend. So dieses, ja, eigentlich, wie geht man damit um, mit diesen Hinterlassenschaften des Internets und auch, was sich daran eben so auch an politischer Entwicklung so ablesen lässt. Und das erste Bild, das wir jetzt aus der Bildstrecke haben, die ich mit Clemens Villinger für das Buch konzipiert habe, gibt es Dein Heimatland auch nicht mehr. Das ist tatsächlich auch ein Fundstück aus dem Internet gewesen, ein Wandtattoo von einem eBay-Händler, der so Ostidentitäts-Wandtattoos vertrieben hat, aber auch rechtsextreme, so völkische, so eine furchtbare Mischung. Also auch alles Dinge, die so in den 10er Jahren auf eBay noch verfügbarer waren als jetzt, glaube ich. Und da ist eben der Umriss der DDR mit diesem Spruch, gibt es dein Heimatland auch nicht mehr. Und das habe ich kollagiert mit einem Foto von DDR-Geflüchteten in einem Notaufnahmelager in Hof in Bayern. Und das war damals eine Recherche, die ich gemacht habe 2016 für meine erste Berliner Einzelausstellung Aufbau Ost in der Galerie Wedding. Und das war auch die Zeit, als das so mit Pegida so ein Thema war. Also ich
ich bin aus Zwickau, also in Sachsen, geboren und aufgewachsen. Und meine künstlerische Arbeit hat sich eigentlich so über die letzten 12 Jahre so auch entlang der politischen Entwicklungen in Sachsen und Deutschland so thematisch mitentwickelt. Also auch, also ich habe 2011 angefangen, meine Diplomarbeit beim Film. Ich habe tatsächlich auch Szenografie studiert für Film und TV und habe dann meine Arbeit zum NSU gemacht 2011, weil ich da auch an dem Tag, als das Haus abgebrannt ist, da direkt war in Zwickau bei meiner Großmutter, die nebenan gewohnt hat und habe mich eigentlich immer so an diesen Themen entlang gearbeitet und dadurch, dass ich aus diesem Erzgebirge dort aufgewachsen bin, habe ich auch das Gefühl, da immer so ein bisschen auf so eine unangenehme Weise schon so prophetisch auch sprechen zu können, weil da viele Entwicklungen eher passieren oder sich krasser radikalisieren, bevor das auch irgendwie gesamtgesellschaftlich so ankommt. Und 2014, also bevor das mit Pegida 2015 in Dresden losging, war 2014 so die ersten Fackelläufe in Schneeberg. Und im Eindruck dieser Entwicklung in Sachsen habe ich eben diese Ausstellung Aufbau Ost konzipiert und wollte, also ich spreche auch viel über den Osten und ich würde auch sagen, ich bin Ossi. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Biografie angebe, als Künstlerin mache ich das ja sehr oft, da gebe ich auch immer an, geboren 1984 in Zwickau, DDR, weil das Land damals so hieß und aber auch, weil das schon für Diskussionen sorgt. Also ich nutze eigentlich diese Frage nach Zugehörigkeit und meine eigene Biografie als eine, die eigentlich so gerade noch so in der DDR geboren ist, als so Conversation Starter, um eigentlich diese Fragen zu diskutieren. So, was ist denn mit diesem Land, das mal so hieß, aber das es nicht mehr gibt? Und wie liegen denn diese Trümmer immer noch da und verstellen vielleicht den Weg? Und wie müssen wir da jetzt irgendwie auch, wie muss jetzt da so meine Generation auch einen Umgang damit finden, die jetzt auch vielleicht freier sind, bestimmte Fragen zu stellen oder Dinge zu thematisieren und die aber gleichzeitig auch immer noch total davon beeinflusst sind. Weil eben auch die Frage nach, wo ist man geboren oder wie ist man sozialisiert, ja auch so so soziale Auswirkungen hat oder darauf, ob man jetzt was erbt oder ob man eher die Eltern mit versorgt. Und diese Fragen sind, und ich glaube, dieser Fokus auf die Ostperspektive, die war mir halt ganz wichtig, weil ich das Gefühl hatte 2011, dafür gibt es irgendwie keine so richtige Sprache oder das Verständnis dafür. Und ich als Künstlerin kann halt eine Sprache entwickeln, die auch anders als so Worte funktionieren und vielleicht auch da, wo Sprache nicht weiterkommt, irgendwie mit Möbeln und Erinnerungen anders zu arbeiten. Aber eigentlich, weil der Osten halt das Thema ist, was ich gut kenne und wo ich was drüber sagen kann, was ich aber damit dann auch gemerkt habe, was ich nicht machen möchte, ist zu sagen, die Ossis sind jetzt die marginalisierte Gruppe in Deutschland, weil das stimmt ja nicht, aber es ist halt kompliziert. Also es gibt halt Situationen, da lohnt es sich dafür einzustehen, dass das diskutiert wird und gleichzeitig ist es aber dann bei mir auch immer diese, sag ich mal, Hass, Liebe und auch dieses Unverständnis und diese Gewalt und das steckt für mich jetzt in diesem Bild auch drin, weil es war eben die Zeit, als Pegida kam, als die Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte waren und ich habe diese Fotos gesehen von den DDR-Geflüchtetenunterkünften und einfach diese Vorstellung, dass man das selber erlebt haben kann, aber trotzdem keine Empathie empfindet, das hat mich, glaube ich, so verstört und auch zu diesen Fragen geführt, so was ist denn dann gemeint mit diesem Wir und wer gehört denn da nicht dazu und wer kriegt denn nicht die gleiche Empathie und das hat sich dann jetzt so durch meine Beschäftigung und mein Kämpfen und Streiten für und gegen den Osten so der letzten 10 Jahre so durchgezogen. Und ich habe jetzt noch ein paar Bilder aus der Strecke. Das ist aus meiner Arbeit oder auch eine Recherche zu Das Reich, die ich 2017 mit dem Maxim-Gorki-Theater im Kronprinzenpalais unter den Linden gemacht habe, wo ich mich mit den Anhängern der Reichsideologie beschäftige, also den sogenannten Reichsbürgern. Und speziell die im Osten, weil ich da den Zugriff auf Geschichte und auf die Brüche der deutschen Geschichte und wie daraus so eine Ideologie gestrickt wird und auch irgendwie so eine spirituelle Erlösung erwartet wird, besonders interessant fand und auch schwierig. Das ist jetzt ein Bild von Facebook mit so einem T-Shirt,
wo jemand drauf geschrieben hat, die größten Verräter am deutschen Volk sind unsere Regierenden. Seit 1919 bis heute Friedensverträge keine. Und die Rolle, die die deutsche Einheit dann für die Ideologieerzählung der Reichsbürger gespielt hat, das habe ich in der Arbeit untersucht. Das ist jetzt zu kompliziert, ich mache mal gleich weiter. Das ist die Installation, also das ist im Bankettsaal im Kronprinzenpalais unter den Linden, wo 1990 der Einigungsvertrag unterzeichnet wurde. Und die Unterzeichnung des Einigungsvertrags nehmen die Anhänger der Reichsideologie als Begründung zu sagen, dass nicht wie im Grundgesetz festgelegt, wenn das deutsche Volk eines Tages vereint wird, sich eine eigene Verfassung schreibt, sondern dass die DDR der BRD beigetreten ist und damit dem Grundgesetz und dass damit das null und nichtig ist und mit dem Einigungsvertrag eigentlich die Bundesrepublik Deutschland aufgehört hat, als legitimer Staat zu existieren und damit das Deutsche Reich wieder in Kraft ist. Also das ist jetzt die Kurzfassung dieser Verschwörungserzählung und dieser Einigungsvertrag ist dann eben für die Leute so aufgeladen und eben auch dieser Raum. Und ich hatte dann in der Ausstellung die Möglichkeit, mit diesem Raum zu arbeiten und eigentlich zu fragen, wie lässt sich so eine Verschwörungserzählung räumlich umsetzen. Und ich habe dann mit Schrankwänden eine völkische Kultstätte aufgebaut, also ein Stonehenge aus Schrankwänden, auch anknüpfend an einen Reichsbürger aus Süddeutschland, aus Schwetzingen, ist auch auf jeden Fall ein absolutes Ost-West-Thema, der eben so einen Stonehenge errichten wollte, neben einem christlichen Friedhof in diesem Ort. Und dieser Wunsch eigentlich so eine spirituelle Erlösung aus den Brüchen der deutschen Geschichte und ja auch in dem Fall so ein Zusammenkitten von Germanen, Wikinger, Kelten, Deutsches Reich, aber auch NVA. Hier ist ein NVA-Helm mit Wikingerhörnern. Das habe ich so in Social-Media-Post in Zwickau gesehen in den 10er Jahren. Das hatte sich jemand als Grillmeisterhelm selber gebaut. Der Grill war ein Trabant. Sorry, das muss ich kurz noch bebildern. Und eigentlich diese, naja, fast schon so, also der Zugang zur Geschichte als was, wo man versucht, die Brüche irgendwie zusammenzuschrauben oder auszugleichen, dass da so ein sinniges Ganzes wieder entsteht, was ich aber nicht verstehen konnte. Und was ich dann aber gemerkt habe in dieser Arbeit, dass es eigentlich sich nicht so von außen mit so einem Sinn erklären lässt, sondern eigentlich durch so eine Emotion zusammengehalten wird und auch durch so ein Gefühl von Benachteiligung und auch von ja, so einer ganz klaren völkischen, rassistischen Ideologie, dass man selber als das indigene Volk so bedroht ist in Deutschland. Und diese Arbeit zeigt eigentlich ganz gut so meinen Zugang, also sowohl zu Recherche als auch zu Geschichte, als auch zu Möbeln, zu Objekten und ja, zu sehr schwierigen und auch ja, so ein bisschen unangenehmen Themen. Ja. Vielen Dank, Frau Naumann. Darf ich zwei Sachen nochmal nachfragen? Die Möbel, haben Sie die besonders ausgesucht oder war das einfach Standard aus dem Möbelkaufhaus? Also gibt es da eine Geschichte dazu, zu den Möbeln? Also ich arbeite mit, ich bin ja 84 geboren, also ich war 5 Jahre alt, als die Mauer gefallen ist. Das heißt, ich habe nicht verstanden, was da politisch um mich herum passiert ist, aber ich habe gesehen, dass plötzlich überall diese neuen Möbel herkamen. Also dass plötzlich irgendwelche postmodernen Schrankwände und dreieckige Tische kamen plötzlich in meinen Wahrnehmungshorizont als Kind und das habe ich nicht verstanden. Ich wusste, irgendwas passiert hier, weil es war halt wirklich wie aus so einem Science-Fiction-Film. Gleichzeitig standen die alten Möbel an der Straße und meine Mutter, die auch Tischlerin ist, hat mich dann auch mitgenommen als Kind mit der Taschenlampe durch diese ganzen Möbel zu gucken. Und das ist für mich irgendwie so der Umbruch dieser Möbel, diese ästhetische Umwälzung. Und später, als ich dann mehr verstanden habe, was da politisch passiert ist, konnte ich eben an diese so sehr haptische und visuelle und ästhetische Erfahrung, an diesen ästhetischen Schock eigentlich zurückgehen, um mich auch an diese Zeit, die ich als Kind so miterlebt habe, zu erinnern. Und deswegen nutze ich eigentlich
diese Möbel, diese Schockmöbel der direkten Nachwendezeit, weil das waren ja so ein bisschen die Restposten aus Westdeutschland, die dann in den Osten gebracht wurden und dann eigentlich die neue Welt gebaut haben und ich weiß noch, das waren halt so voll die Schätze so vom Gefühl her so, aber eigentlich waren die halt sehr porös und auch gar nicht so wertig, sag ich mal. Das heißt, die haben für mich auch so eine Tragik, weil die halt eigentlich so die Zukunft sein sollen, aber eigentlich sind sie schon vorbei, als sie ankommen. Und in meiner Arbeit habe ich mich deswegen sehr viel mit dieser Ästhetik beschäftigt, also so die 80er West, 90er Ost und eigentlich diese Kopien von Postmoderne und eigentlich auch, was man damit so ideologisch erzählen kann, also was das bedeutet, Teil des Westens zu werden oder Konsument in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem. Und diese ganzen Fragen, die stecken für mich halt in diesen, eigentlich den Möbeln, die schon immer dann auch an der Straße standen und auch immer wieder, also auch noch da sind, aber auch immer wieder weiter noch weggegeben werden. Das heißt, sie sind auch ein Material, das mir so sehr leicht zugänglich ist, kann ich überall auf der Welt sofort kriegen. Und das ist aber auch was jeder kennt und auch gleichzeitig so vom Design natürlich irgendwie auch Spaß macht, weil dann vergehen 10, 20 Jahre und man denkt so, warum? Warum dieser Schrank oder dieser Tisch und auch irgendwie diese Dekadenz, die da so drin steht, zu sagen, wir wollen jetzt nicht irgendwie was den Platz optimal nutzt oder was man vererben kann, sondern es ist einfach wie so das Leben als so ein Set oder so eine Inszenierung oder so ein Moment, wo die Bar irgendwie Sinn gemacht hat und das heißt, es ist so eine bestimmte Ästhetik, mit der ich mich dann mit deutscher Geschichte beschäftige und jetzt im Beispiel, also bei der Ausstellung Aufbau Ost, die ich gemacht habe, da habe ich mich auf Jugendzimmermöbel konzentriert, also wie so ein Möbelhaus für Jugendmöbel der 90er gebaut, um eben auch so über die Radikalisierung in den 90ern zu sprechen und in diese bunt gemusterten Jugendzimmerensembles dann eben diese Wandtattoos und diese auch so eigentlich Gewaltsymbole so als so eine Normalität in den 90ern erzählt. Und in der Arbeit im Kronprinzenpalais, da habe ich dann eigentlich nach Möbeln und Objekten gesucht, die so irgendwie wie so eine mystische Aufladung für die Besitzer gehabt haben. Also ich habe auch so Fälle abgeholt in Erkner von so einer älteren Frau. Also ich reise dann auch so rum und lade auch die Leute, die mir die Sachen geben, auch ein, in die Ausstellung zu kommen und erzähle denen auch, worum es in der Ausstellung geht. Und das ist für mich schon immer dann so der erste Stresstest eigentlich, so, weil zum einen ist es die Frage, versteht man das, ne? Oder macht das Sinn auch für Leute, die sonst nicht in Ausstellungen gehen und aber auch gleichzeitig muss ich irgendwie dann damit leben, dass ich die Leute, die mir gerade so irgendwie ihren Tisch übergeben, denen zu sagen, dass es da um Reichsbürger gehen wird, ist ja auch ein bisschen hart und das muss man ja auch irgendwie erklären können, so, oder auch warum überhaupt Möbel für mich was sein können, womit ich über Gesellschaft und Politik sprechen kann. Sie haben auch schon in den Bildern gezeigt, es gibt so eine Anbindung an diese völkische Ideologie. Es wird viel mit nordischen Symbolen gearbeitet. Ist den Leuten bewusst, ich weiß nicht, inwieweit Sie da eintauchen können, aber ist den Leuten bewusst, dass das auf der internationalen Ebene auch eine Rolle spielt? Oder ist das allgemein einfach in dieser Symbolik, in der rechtsextremen Szene, ist das schon so feststehend, also diese nordischen Symbole? Können wir noch mal zu dem letzten Bild zurückgehen? Weil das fand ich so super spannend, weil das ist jetzt aus meiner Installation von 2017 hier in Berlin. Und dann war 2021 der Sturm auf das Kapitol in Washington. Und an dem Tag ist mein Handy nicht stillgestanden. Also, weil dann sind die Bilder um die Welt gegangen von den Leuten, die gestürmt haben und die eben auch wirklich mit diesen Helmen und mit diesen Fellen in das Kapitol reingegangen sind, um eben da so die Wahl anzuzweifeln. Und also mir passiert es öfters, dass ich auch so als Prophetin angesprochen werde. Und das ist dann aber für mich als Künstlerin so ein bisschen hart, weil ich beobachte einfach nur. Und
gucke halt genau hin und ich nehme auch alles ernst. Das heißt, ich habe auch die Reichsbürger, dazu habe ich seit 2013 recherchiert, an dem Punkt, wo das noch keiner richtig ernst genommen hat. Das heißt, die Herausforderung ist eigentlich Dinge, die erstmal so eine witzige Ästhetik haben oder irgendwie so komisch wirken, trotzdem ernst zu nehmen und zu sagen, das ist echt, das ist für die Leute total relevant und es ist auch potenziell gefährlich. Und ich als Künstlerin, die mit Ästhetik arbeitet, ich bin vielleicht die dafür sorgen kann, dass man das überträgt und die diese Bilder irgendwie auch aus dem Netz rausholt und sagt, hier, es ist erstmal merkwürdig, aber das ist echt und das ist ernst und die Leute meinen das ernst. Das heißt, wir müssen da einen Weg finden, uns damit auseinanderzusetzen und das auch ernst zu nehmen. Und das mit dem Sturm auf das Kapitol, das hat mich dann aber auch selber überrascht, weil ich war zu dem Zeitpunkt auch so fokussiert auf die deutsche rechte Szene und war auch noch nie in den USA gewesen. Das heißt, es war so auch für mich so spannend zu sehen, so okay, da ist eine krasse Kommunikation und auch eine Verbindung. Und auch wenn ich jetzt sage, ich habe mich so sehr mit den Reichsbürgern in Deutschland beschäftigt, das kann auch relevant sein für die Beschäftigung jetzt in den USA mit QAnon und mit diesen ganzen Bewegungen, die natürlich über das Internet schon seit langem verbunden sind. Und das war dann sehr spannend, weil ich dann auch letztes Jahr meine erste Ausstellung in New York hatte und da auch eine Arbeit produziert habe, die sich mit dem Sturm aufs Kapitol auseinandersetzt, in dem Bewusstsein, okay, diese Art und Weise der Auseinandersetzung ermöglicht mir eigentlich, mich auch in Themenfelder, an Orten reinzuarbeiten, wo ich erstmal denke, ich weiß gar nicht so viel, aber habe dann vielleicht doch schon gute Werkzeuge, während man in den USA eigentlich gerade noch so am Anfang steht, wie man eigentlich ästhetisch oder auch künstlerisch mit den Themen so umgehen kann. Ja. Ich würde gern Herrn Goschler gleich noch ins Gespräch reinholen und natürlich auch Frau Frese-Renner. Sie haben in der Bilderstrecke, die man im Jahrbuch sieht, da gibt es, glaube ich, ein Bild, wo 1989 als Bezugspunkt gilt, nicht nur für die deutsch-deutsche Erinnerungskultur, sondern auch für die rechtsextremen Bewegungen und verschwörungsideologischen Szenen. Warum ist das, Sie haben es, glaube ich, Scharnierzeit genannt, Herr Goschler, oder kommt es in einem Beitrag vor? Ich kann mich nicht ganz erinnern, aber dieser Begriff kommt, glaube ich, vor. Bitte korrigieren Sie mich, falls ich den falsch wiedergegeben habe. Also ein Bezugspunkt im Sinne von 89, 90, da ist was passiert. Da ist was passiert, und zwar nicht nur Mauerfall und Wiedervereinigung, sondern da ist auch was mit mir selber passiert, und daraus speise ich meine Ideologie, meinen Blick auf die Welt. Wen fragen Sie jetzt? Ich dachte, ich könnte Sie jetzt gleich ins Gespräch mit einbinden, aber Sie können natürlich alle drei antworten. Okay, um vielleicht einen Anfang zu machen. Der Begriff Scharnierzeit ist natürlich insofern interessant, weil er auf ein grundsätzliches Problem in dem Zusammenhang verweist, nämlich dass 1989, 90 in Westdeutschland und Ostdeutschland unterschiedlich wahrgenommen wurde. Also die Erlebnisqualität war unterschiedlich. Also damit sage ich jetzt auch nichts ganz Neues, aber wir wissen, dass die Umbruchsqualität für diejenigen, die damals in der DDR lebten, viel höher war als die in der Bundesrepublik zu dem Zeitpunkt lebten, also in der alten Bundesrepublik. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Problems, und das speist, glaube ich, auch die Dynamiken um die Auseinandersetzung um das Wir, dass das Maß der Herausforderungen, sich auch ändern zu müssen, sich in Frage zu stellen, sich unterschieden hat. Ja. Und gleichzeitig sind diese Ereignisse natürlich unterschiedlich besetzt und lassen sich dann auch unterschiedlich in neuere Erzählungen einbauen. Das wäre also zunächst mal das, was mich da anspringen würde in dem Zusammenhang. Frau Naumann? Jetzt zum Thema... Genau, also 89, 90, warum das so ein sehr, sehr fester Bezugspunkt ist. Immer wieder für die Reichsbürger, für die völkischen Ideologien. Naja, ich glaube, die Auseinandersetzung mit Leuten, die diesen Umbruch eben im Osten miterlebt haben, ist eben nochmal so besonders, weil sich da wirklich viele, also weil es ja auch so zu so persönlichen Brüchen in der Biografie kam, die
die gerade bei den Anhängern der Reichsideologie so ein absoluter Motor ist für diese Radikalisierung. Also man hat irgendwie eine Arbeitslosigkeit oder so einen Schicksalsschlag oder irgendwas, so eine Veränderung und kann die sich aber, also auch eine, die vielleicht auch systemimmanent ungerecht ist und mit Arbeitslosigkeit und so, aber die Erklärung, dafür wird eigentlich so ein höherer Zusammenhang gesucht und dann vielleicht reicht dann auch gar nicht zu sagen, es gab diesen Systemwechsel und es wurden ganz viele Stellen abgebaut und deswegen habe ich die Arbeit verloren, sondern es wird dann eigentlich so noch krasser und noch eine Verschwörung, also so ein Zacken schärfer, also eigentlich dann auch so dass dann dieses Scheitern im System dann in so einer Weise nicht hingenommen wird, aber auch nicht zu so einer, sage ich mal, emanzipatorischen Bewegung oder irgendwie so einem solidarischen Zusammenschluss, sondern eigentlich zu so einem fast schon Verfolgungswahn und auch so einer Vorstellung davon, dass man halt das rausfinden muss, was die Verschwörung ist und dann, also ja, für mich ist das immer so voll hart, das zu sehen, weil ich halt merke, viele haben halt so einen Bruch in der Biografie, aber die Schlüsse, die sie daraus ziehen, und ich glaube, das hat eben auch was mit dem System, in dem wir alle leben, zu tun, dass diese Verantwortung bei dem Einzelnen und dieses so eben nicht solidarisch zu überlegen, so wie kann die Gesellschaft auch fairer gestaltet werden und diese ganzen Dinge, dass das schon alles so ein bisschen verkümmert ist und dann ja eben Leute alleine zu Hause sitzen und zu versuchen herauszufinden, was schiefgelaufen ist. Und wenn dann noch so eine rassistische Grundeinstellung und so verschiedene Dinge zusammenkommen, dann eben da so eine Welt, eigentlich ja so eine Kammer entsteht. So, und ich glaube, warum 89, 90 auch noch so ein Anknüpfungspunkt ist auch diese Revolutionserfahrung. Also das haben wir ja alle mitbekommen, vollendet die Wende und diese ganzen Sachen eigentlich so von rechten Bewegungen jetzt zu sagen, es gab schon mal eine Revolution, da wurde ein marodes System gestürzt und jetzt muss man das eigentlich wieder machen. Also jetzt muss es eigentlich so die ultimative rechte Revolution geben, die dann so, genau. Und diese Anknüpfung dann an 89, 90 als Revolutionserfahrung und natürlich auch die Erzählung der DDR als maroder Unrechtsstaat, die man jetzt versucht auf die BRD wieder anzuwenden und eigentlich das so wie so kopiert, diese Erzählung. Frau Frese-Renner, Sie haben, natürlich ist das in Ihrer Forschung wahrscheinlich auch sehr, sehr deutlich, diese Zeit 89, 90, vor allem bei dieser einen Webseite Aktion Wiederaufbau der Mauer, wo es natürlich auch auf den Bezugspunkt 89 geht. Aber gibt es denn schon sehr klare Hinweise, dass man sich eben eine erneute Revolution wünscht, auch schon in den frühen Anfängen des Internets? Das würde ich eigentlich gar nicht so sagen und auch nicht, dass 89, 90 jetzt so im Fokus stehen würde auf diesen Webseiten. Das ist dann eher das, was Frau Naumann eben am Ende gesagt hat, dass so eine Kontinuität behauptet wird, irgendwie eine Kontinuität im Hinblick auf Zensur in Anführungszeichen, was ja irgendwie im Internet irgendwie nochmal so ein Diskurs ist, der da auch gerade ganz stark geführt wird im frühen Netz gerade. Und, oder auch im Hinblick auf sowas wie Eliten, dass eben 89, 90 eher so verwischt wird und dann, was dann im Vordergrund steht, sind eben die Umbrüche danach, die Erfahrungen danach, gar nicht so sehr, das kommt ja auch in verschiedenen anderen Beiträgen. Im Jahrbuch zum Beispiel wird es deutlich, dass 89, 90 in diesen Erinnerungen gar nicht so sehr erinnert wird, die Ereignisse in diesem Jahr nicht in Bezug auf das private Leben, sondern dass dann eben andere Themen, andere Ereignisse, eben der Verlust der Arbeit dann danach zum Beispiel im Vordergrund steht. Ich würde das Podium gern öffnen. Falls Sie Fragen haben, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie die Frage stellen. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Saalmikrofon haben. Wenn ja, genau, wir haben eins. Bitte. Ja, vielen Dank erstmal.
Sie haben sich jetzt alle sehr stark auf rechtsextreme Erscheinungen konzentriert. Und das ist natürlich für die 90er Jahre auch das, was das Bild vor allem prägt. Aber wir haben ja auch im Vereinigungskontext ähnliche Erscheinungen von links. Die ersten Diskussionen über neue Montagsdemonstrationen sind von der SED-PDS-Linkspartei angestoßen worden. Also die AfD baut ja heute auch auf, oder Pegida baut auf argumentativen Strukturen auf, die in den 90er Jahren gelegt worden sind. Und wahrscheinlich hat Frau Reser-Renner das auch in den frühen Internetpräsentationen gefunden. Aber was mich auch noch mal interessieren würde, normalerweise ist wir etwas Inklusives. Aber mittlerweile ist dieses wir ja sehr exklusiv. Es ist immer wir und wir ist meist eine Minderheit und ihr. Und also bis zu diesen Erscheinungen, die ja auch unser Land heute prägen, dass Texte schwarzer Autoren angeblich nur noch von Schwarzen übersetzt werden dürfen. Oder bestimmte Rollen nur noch eigentlich identitätsmäßig von klar zuzuordnenden Personen gespielt werden dürfen. Und auch das führt doch zu einer Spaltung der Gesellschaft. Das würde mich noch mal interessieren, ja. Spielt das bei Ihnen eine Rolle? Spielt es keine Rolle? Also das kam mir bisher ein bisschen zu kurz. Mhm. Haben Sie jemanden konkret im Blick? Nö. Also, bitte. Ich mache gerne mal den Anfang. Es sind ja eine ganze Reihe von Fragen und ich fange mit der letzten Frage an, weil die jetzt sozusagen noch am hellsten aufstrahlt und natürlich auch an Diskussionen anschließt, die wir im Herausgeberkreis sehr oft geführt haben. Also es war ja insofern eine interessante Situation. Dieses Jahrbuch ist ja entstanden sozusagen in einer Zusammenarbeit, wo wir jeder gerade in einem anderen Land waren. Ja? Also Ralf Jessen war in der Bundesrepublik, Markus Böck war in den USA und ich war in Großbritannien. Ja? Und abgesehen von den Zeitverschiebungen gab es auch verschiedene Resonanzräume, in denen wir jeweils die Themen diskutiert haben. Und da hat die Frage der Positionalität, die Sie ja auch als Einstieg gewählt haben, dann eine große Rolle gespielt, weil das vor allem auch im akademischen Betrieb also zunehmend wichtig wird. Ja? Also wer darf eigentlich über was überhaupt sprechen? Ja? Und also da haben wir eben gespürt, dass es immer wichtiger wird, das mitzubedenken. Und natürlich haben wir auch das immer so diskutiert, dass wir gesagt haben, ja, also es gibt gefährliche Tendenzen daran, denn es kann sozusagen dazu führen, dass es am Schluss nur noch sozusagen einfach nebeneinander stehende Wahrheiten gibt. Also jede Gruppe hat ihre eigene Wahrheit und ist dann auch gar nicht mehr vermittelbar. Ja? Weil ja sozusagen nur wer zur entsprechenden Gruppe gehört, der kann die Wahrheit überhaupt ermessen. Und auf der anderen Seite kann man es aber auch nicht so einfach abtun. Natürlich spielen Sprecherrollen sind Sprecherrollen wichtig und es ist vor allem für diejenigen wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, die vielleicht gerade in einer stärkeren Position in einer Auseinandersetzung sind. Denn das ist ja ein verbreitetes Phänomen. Also wer selber keine Diskriminierungserfahrung macht, der merkt gar nicht, dass es Diskriminierung gibt. Ja? Und natürlich muss man sich dann auch selber in Frage stellen lassen. Also um zum Abschluss zu kommen, also es war für uns so eine Dauerdiskussion, die immer wieder auftauchte in der Auseinandersetzung in dem Band und gerade weil wir, wie Sie ja sehen, also auch Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Disziplinen, aus verschiedenen Zusammenhängen haben, ja, auch mit ganz unterschiedlichen Zugängen. Also ich glaube, wir haben heute zwei besonders eindrucksvolle Zugänge hier auch gesehen, also mal sowas wie Internet zu untersuchen oder auch mal zu sagen, was können eigentlich, was kann man mit den Möglichkeiten der Kunst artikulieren, was wir nicht können. Ja? Und das hat ständig notwendig gemacht, dass wir uns über solche Fragen auseinandergesetzt haben. Aber ich glaube, damit sind jetzt noch eine ganze Reihe Fragen von Ihnen übrig geblieben, die ich jetzt vielleicht einfach mal den anderen überlasse. Ja,
Ich kann vielleicht was dazu sagen zu diesem Sprechen über Rechtsextremismus in den 90ern, weil ich das auch sehr, sehr wichtig finde und auch sehr prägend für die Zeit und ich das auch sehr intensiv mitbekommen habe und ja, das Sprechen darüber einfach auch so der Grund für mich war, überhaupt so auf die Weise Kunst zu machen und das auch der Grund ist, warum ich so morgens aufstehe und das immer noch mache, auch wenn es auch ein bisschen deprimierend sein kann. Und ich war am Sonntag bei den Zwischentönen bei Deutschlandfunk und habe so 90 Minuten so ja, über so meine ganze künstlerische Entwicklung und mein Leben so gesprochen und das hören ja ziemlich viele Leute, das heißt, ich habe auch danach so ziemlich viele Zuschriften bekommen und mir hat dann auch jemand aus Sachsen geschrieben, dass er das spannend fand, das zu hören und dass er es aber schade fand, dass ich so viel über Rechtsextremismus gesprochen habe und nicht über die Leute, die da so viel dagegen machen in Sachsen. Und das fand ich irgendwie so ganz gut und das ist für mich auch das, wo ich, wenn ich irgendwie sage, was heißt links sein im Osten und auch in Sachsen und eigentlich auch dagegen zu arbeiten und dagegen zu demonstrieren und irgendwie aufzustehen, so ja, wäre das jetzt mein Beitrag zu der Frage nach links. Ja, ich kann vielleicht noch was zu der Frage sagen, wer darf eigentlich sprechen und was macht das sozusagen. Und ich musste eben daran denken, dass viele der Webseiten zur DDR in den 90ern eben, also was heißt viele, aber durchaus einige, über die auch berichtet wurde, dann auch durchaus von Westdeutschen gemacht wurden und dann eben auch missverstanden wurden und dann eben in Zeitungsberichten gesagt wurde, das wäre die Seite eines Ostdeutschen, dem dann Ostalgie, oder ein Nährostdeutschen, denen dann Ostalgie natürlich unterstellt wird. Und es waren dann eben, aber eben Westdeutsche, die sich irgendwie irgendeine Ästhetik oder diese Staatssymbole oder so zu eigen gemacht haben und damit dann eben so eine Webseite gestaltet haben. Und ja, und auch wenn sozusagen das richtig erkannt wurde, dass es hier eine westdeutsche Historikerin, die diese satirische Seite über Erich Honecker gemacht hat zum Beispiel, dass das dann eigentlich nicht skandalisiert wurde, was ja aber vielleicht auch wieder was über so ein Diskussionsklima aussagt, dass es eben kein Thema war jetzt, wenn darüber berichtet wurde, was sich ja inzwischen doch auf jeden Fall geändert hat, würde ich sagen. Und dann wollte ich noch vielleicht ergänzen, weil Sie ja gesagt hatten, mein Beitrag heißt, ich bin Doppelpunkt Ossi und es ist natürlich ein Zitat, das ist ja auch in Anführungszeichen, was ich noch betonen wollte, und es ist eben von der Webseite Aktion Wiederaufbau der Mauer und soll eben darauf anspielen, auf dieses Festlegen von Zuschreibungen sozusagen im digitalen Raum, die da vorgenommen werden, eben mit diesem Doppelpunkt und dann wählt man aus. Und dann wollte ich noch ergänzen, dass ich eben zu meiner Verortung, weil ich glaube ich die Einzige auf dem Podium bin, die das sozusagen nicht gemacht hat. Also ich bin eben nach 89, 90 geboren und zwar in Göttingen und dann auch in Göttingen aufgewachsen, also eben nicht weit von der Grenze und die es ja da nicht mehr gab, aber sozusagen in dem, was mir dann von meinen Eltern sozusagen gezeigt wurde, oder das ist sozusagen das, wo ich dann von der DDR gehört habe, und es war dann eben die Autofahrten in die neuen Bundesländer, wo man dann sozusagen den Moment abpasst, in dem man sozusagen über die Grenze fährt, und dann ist sie sozusagen doch auch wieder da, auch für die nächste Generation, wenn es dann heißt, jetzt fahren wir über die Grenze und jetzt sind wir sozusagen in der Ex-DDR, wie es dann hieß. Ja. Dankeschön, bitte. Ja, ich würde eine Frage, die uns per Mail erreicht hat von Frau Schmidt aus Leipzig, gern einfach vorlesen. Gemäß dem Historiker Lutz Niethammer ist die Konstruktion von kulturellen Identitäten dialektisch mit der Abwertung anderer Kollektive verbunden. Die Konstruktion eines kollektiven Wirs ohne die anderen gibt es nicht. Dies mitzudenken ermöglicht meines Erachtens erst die Frage danach, wer wir ist. Was bleibt vom Osten ohne den Westen und umgekehrt? Wer profitiert von welcher Differenzmarkierung und warum? Sich nur auf eine affektive Komponente zu reduzieren, wie es mir beim psychologischen Konzept des Belongings der Fall zu sein scheint, und
determiniert das verstärkte Ringen um Zugehörigkeit und die daran gebundenen Differenzmarkierungen. An niemanden konkret, aber vielleicht direkt an Konstantin Goschler. Ja, ich habe nur den allerletzten Satz akustisch nicht ganz verstanden. Das war nämlich dann für mich eine bisschen überraschende Wendung. Vielleicht, wenn du den nochmal wiederholen könntest. Ich hätte es auch gerne kürzer zusammengefasst, aber die kam gerade eben rein, sich nur auf eine affektive Komponente zu reduzieren, wie es mir beim psychologischen Konzept des Belonging der Fall zu sein scheint, und determiniert das verstärkte Ringen um Zugehörigkeit und die daran gebundenen Differenzmarkierungen. Okay, ich glaube... Können Sie das kurz übersetzen für Nichtwissenschaftler? Ja. Okay, ich versuche es mal. Also erstmal vielen Dank für diese Frage, die ich wirklich interessant finde, weil die sozusagen theoretische Überlegungen mit ganz praktischen Fragen verbindet und schließt eigentlich auch an das an, was wir jetzt zuletzt diskutiert haben. Also uns schließt eben an ein Buch an von Lutz Niethammer, der, das muss man vielleicht dazu erklären, also eine wütende, sehr dicke und sehr kluge Schrift gegen das Konzept der kollektiven Identität geschrieben hat. Also er hat den Boom des Begriffs, des Konzepts der kollektiven Identität Anfang der 90er Jahre aufs Korn genommen und hat dann eben das erläutert, was jetzt eben in der Zuschrift auch nochmal aufgegriffen worden ist, oder hat auf etwas hingewiesen, dass natürlich, wenn man ein Wir konstruiert, das nicht funktionieren kann, ohne dass man es von einem anderen abgrenzt. Ja, das ist sozusagen eine logische Grundoperation. Man kann also kein Wir konstruieren, ohne nicht zu sagen, wer sind denn dann die anderen. Und von daher gibt es eben eine Dialektik von Inklusion und Exklusion. Ja? Das sind Grenzziehungen. Ich habe nur jetzt in der Frage, und das ist natürlich jetzt unglücklich, dass wer war das, Frau Schmidt, jetzt nicht im Publikum haben und wir das nicht sozusagen dialogisch entwickeln können. Also ich habe eigentlich jetzt die Frage erst als Kritik verstanden, nämlich, dass wir es unterlassen, darüber nachzudenken, diese Dialektik mit in den Blick zu nehmen und nach der Abgrenzung zu fragen. Dann aber kam der Bezug auf das Belonging und da habe ich das so verstanden, dass ihr der Begriff des Belonging, ich sage es jetzt mal flapsig, zu wischiwaschi ist, ja? Weil wir in dem Belonging sozusagen die Schärfe der Dialektik des Einschlusses und des Ausschlusses, wie er mit dem Begriff der Identität verknüpft ist, nicht ausreichend in den Blick nehmen, sondern sozusagen undialektisch auf so einen weichgespülten kulturalistischen Begriff zurückfallen. Also da habe ich so etwas jetzt überspitzt herausgehört. Das mag falsch sein, aber ich würde sagen, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt diese Frage falsch verstanden habe, dass ich dagegen dass ich hier eigentlich kein Defizit des Begriffes des Belongings sehe. Diese Dialektik stellt sich bei jeder Form der Wir-Konstruktion. Ja? Also Wir bedeutet immer, entweder man gehört zu einem Wir oder man gehört nicht dazu. Man kann eben nicht gleichzeitig Fan von Hertha BSC und von Union sein. Also ist so. Oder doch? Oh Gott, ja. Es gibt eine alte, in die 80er, noch früher zurückreißende Ost-West-Fanfreundschaft. Nur am Sehr dialektisch. Ja, okay. Gut, Bayern München und Hertha BSC Dialektik, vielleicht? Ja. Nee, Bayern München und Union. Naja, egal. Gibt es da noch weitere Fragen? Es gibt noch eine aus dem Internet. Ja. Dann, nein, ist eine von mir, weil wahrscheinlich an Frau Riese-Renner am besten. Anna Kaminski hat ja auf die heutigen Debatten und auch eigentlich diesen rauen Ton durchaus hingegriffen. Und deswegen fand ich ganz spannend, dass Sie eine ganz neue Quelle heute Abend sozusagen ins Spiel gebracht haben. Wie würden Sie oder wie würdest du den Vergleich zwischen den heutigen Debatten um Zugehörigkeiten und Identitäten in den digitalen Medien sehen im Vergleich zu dem, was das frühe World Wide Web vielleicht auch schon an Debatten bereitgehalten hat, die du jetzt untersucht hast? Ja, danke für die Frage. Es ist tatsächlich
gar keine Frage, die ich so leicht zu beantworten finde. Vor allem, weil ich mich im Verlauf meiner Arbeit sozusagen jetzt wirklich nur noch auf das frühe Web konzentriere und sozusagen die sozialen Medien heute dann schon aus einer Beobachterperspektive natürlich oder Beobachterinnenperspektive natürlich wahrnehme, aber eben nicht in der Tiefe untersuche. Aber was sich schon verändert hat, würde ich sagen, ist, dass es eben dass die sozialen Medien ja viel mehr in die Breite der Gesellschaft hineinwirken, dass inzwischen, wenn man sich Internetnutzungszahlen alleine einfach anschaut, sozusagen weit über 90% der Bevölkerung das Internet nutzen. Und das war ja eben in dem Zeitraum, den ich mir anschaue, überhaupt nicht so, sondern da waren es erst eine ganz kleine Minderheit, wo eben nochmal sowas wie gesellschaftliche Ungleichheiten viel stärker durchgeschlagen haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Männer, Frauen schaut oder auch sowas wie migrantische Stimmen, hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, dass das eben in vielen Foren dann gar nicht vorkommt. Und da hat sich schon nochmal so eine Pluralisierung ergeben, würde ich sagen, wenn man jetzt auf Projekte wie von Julia Oelkers schaut oder wenn man Migost ist, glaube ich, ein neues Beispiel, wo ein neues Forschungsprojekt zu Migration, das eben viel diversere Stimmen dort sind und auch nochmal technisch ja viel mehr möglich ist, dass viel mehr Privatfotos abfotografiert und ins Netz gestellt werden oder irgendwie Gegenstände. Und das war im frühen Web ja noch gar nicht möglich. Da hat es dann 2 Tage gedauert, bis man das Foto an den Forenbetreiber geschickt hat und der es dann vielleicht hochgeladen hat oder auch nicht. Hallo, danke, dass ich heute Abend hier sein darf. Ich würde gerne nochmal auf dieses Jahr 89, 90 zurückkommen. Ich bin Baujahr 89 und für mich gab es sozusagen dieses Wir war immer Gesamtdeutschland. Also da hatte ich noch nichts von Ossis und Wessis gehört. Und als ich dann größer geworden bin, da war es dann Wessis und Ossis. Dann habe ich mich gefragt, warum gibt es eigentlich keine Südis und Nordis? Das war irgendwie für mich so ein Konzept, das habe ich als Kind gar nicht greifen können. Und jetzt auch im Rahmen meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich ja natürlich ganz anders mit diesem Thema und habe eben auch festgestellt, oder die Forschung sagt ja auch schon, dass eigentlich so dieser Mauerfall oder dieses Jahr gar nicht mehr so der ausschlaggebende Wendepunkt in den Erzählungen sind, also filmisch und literarisch. Jetzt habe ich die letzten Tage so eine kleine Forschungsreise in Berlin gemacht und bin von sämtlichen Erinnerungsstätten und sämtlichen Führungen durchgelaufen und ich war ganz überrascht, dass trotzdem in den Museen und in diesen Erinnerungsstätten, ja natürlich, aber immer diese Wende und auch dieser Mauerfall so ganz präsent war. Und das sind ja auch die Orte, wo man zur Bildung mit Schulklassen etc. hinfährt. Und meine Frage ist jetzt, oder Ihre Einschätzung würde ich gerne dazu wissen, ob es denn wichtig ist, dass man ein bestimmtes Jahr oder eine bestimmte Aktion hat, die sozusagen diese Erinnerung oder auch für die Zukunft so Osten und Westen wieder zusammenbringen kann, um wieder dieses Wir, was ich als Kind hatte, als Gesamtdeutschland zu sehen, oder ob das eher kontraproduktiv ist, dass man ein Datum oder eine Aktion immer so in den Vordergrund stellt, gerade bei der Erinnerung oder bei in Bildungsmedien etc. Ich kann da was dazu sagen. Ich habe gerade eine Arbeit gemacht für die neue Dauerausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig, die jetzt im Oktober eröffnet, in dem Bereich der 90er. Und mich da auch gefragt, also wie kann eigentlich, also wie erinnert man das jetzt, die 90er, und eben auch, also in der Geschichtswissenschaft hat sich das ja auch jetzt schon so voll etabliert, eben von so einer längeren Phase zu sprechen, die vorher angefangen hat und noch weitergeht und vielleicht so bis heute oder noch in die Zukunft weitergeht. Und künstlerisch habe ich das jetzt so gelöst, ich hatte nicht so viel Raum in dem Raum, aber so eine runde Fläche und konnte aber sehr in die Höhe gehen und habe dann so von Kleinanzeigen so einen Interlübke Medienschrank gefunden, der sich so dreht. Also so ein
80er West, 90er Ost Teil schwarz mit so Spiegel auf beiden Seiten und dann so Platz für Fernseher und Geräte und so, und den man halt so drehen kann. Und die Arbeit heißt Wände. Und da spiele ich eigentlich mit so diesen beiden Seiten. Also auf der einen Seite hat man noch so eine in der DDR gebastelte Mickey Maus und so ein DDR-Kissen. Auf der anderen Seite ist so eine Westuhr und noch so Jeans. Es klingt jetzt nicht so deep, aber es ist eigentlich ganz gut geworden. Kann man dann im Oktober in Leipzig sehen. Und es ist aber ein Möbelstück. Also und in beiden Seiten sieht man sich im Spiegel. Und man kann das aber auch drehen. Das heißt, es sind irgendwie zwei Seiten, aber es ist eigentlich aus dem gleichen Holz geschnitzt. So. Und und wir sind eigentlich die das bewegen und da auch immer drin sind. Ne? Also auch was Sie jetzt meinen mit dass diese persönlichen Umbrüche oft viel einschneidender sind. Ne? Das als so ein politisches und eigentlich die Erzählung halt sich irgendwie von uns bewegt wird und auch von uns eigentlich immer wieder so markiert wird. Und es halt so eine größere, komplexere Geschichte ist, die früher angefangen hat, die immer noch läuft. Und da habe ich auch das Gefühl, dass da jetzt so auch in der Geschichtswissenschaft das so vermehrt und dann auch bestimmt in den Museen hoffentlich irgendwann noch mehr diese Komplexität so erfahrbar wird. Ja, vielen Dank für das Stichwort Geschichtswissenschaft. Also Sie werden von verschiedenen Historikern und Historikern bestimmt verschiedene Antworten bekommen. Also meine Antwort wäre eher, also ich bin skeptisch gegenüber solchen Versuchen, jetzt ein Wir gewissermaßen staatlich zu organisieren, indem man jetzt also Erinnerungsorte und Erinnerungspunkte schafft. Also gibt auch andere Positionen. Für mich klingt das sehr so nach 19. Jahrhundert, und tatsächlich gab es schon mal Südis und Nordis. Wenn Sie ins 19. Jahrhundert zurückgehen, die Bayern, die mussten da erstmal integriert werden und sind es bis heute noch nicht so richtig. Ja, also dieser Süd-Nord-Konflikt, den hat es lange gegeben in der deutschen Geschichte. Und ich habe also mit einem Historiker, der über dieses Thema gearbeitet hat, nämlich über den Nationsbildungsprozess nach 1870, Siegfried Weichlein, der hat ein wichtiges Buch dazu geschrieben. Da haben wir dann so beim Bier dann eher so gewitzelt und haben gesagt, vielleicht müsste man es machen wie im 19. Jahrhundert, so Kohltürme, die so durch das Land durchziehen, wo dann so nachts Feuer drauf angezündet werden, die dann das Land so verbinden, wo man sozusagen von einem Kohlturm zum nächsten Kohlturm dann jeweils das Band der Nation sehen kann, oder keine Ahnung, also das 19. Jahrhundert hat da also sehr vorgearbeitet, ja, aber da musste man ja auch erstmal die Uhren synchronisieren, also da waren die Arbeiten, also gab es noch mehr zu tun. Aber im Ernst, also wir wiederholen hier eine Problemlage, die wir schon mal hatten. Das ist ja nicht die erste Einigung, der erste Einigungsprozess, den wir hier haben, ja, und von daher ist dieser Nord-Süd-Konflikt irgendwie schon auch noch so subkutan vorhanden. Und hinter diesem Gespöttel verberge ich jetzt eben meine grundsätzliche Skepsis gegenüber dieser Form von staatlichen Anstrengungen, jetzt hier also ein Wir zu konstruieren durch die Konstruktion von Erinnerungsorten, wo wir uns dann also feierlich versammeln. Aber gleichwohl, man kann natürlich, und da greife ich dann Ihren Ball gerne auf, das zum Anlass nehmen, um damit kreativ umzugehen. Man kann was damit machen. Ja? Also ich denke, problematisch wird es nur, wenn man sagt, wir liefern jetzt die verbindliche Botschaft für alle und jetzt bitte alle Aufsagen gleich mit. Ja? Aber man kann ja irgendwie damit... Ja, man kann es gestalten, man kann es verarbeiten, man kann damit spielen, und dann macht es auch vielleicht wieder Sinn und vielleicht mal eine coole Aktion mit einem Bismarckturm. Na, ich musste jetzt mit diesen Erzählungen von diesen Leuchttürmen aus dem 19. Jahrhundert an die 30 Jahre Mauerfall, offizielle Gedenkfeier denken, mit diesen Ballons, die aufgestiegen sind. Und wo ich dann mich auch immer frage, warum werden die Künstler nicht gefragt? Ne? Weil man sucht irgendwie nach so einem großen Bild, ne? Und dann wird es halt so total merkwürdig, weil es halt so was ist, was sich nicht so
ikonisch versinnbildlichen lässt. Und was ja auch was ist, was nicht abgeschlossen ist, sondern was eigentlich die ganze Zeit so aktiv weiter gestritten werden muss. Und bei diesem 30 Jahre Mauerfall-Jubiläum habe ich auch geschafft, eine Arbeit von mir einzuschleusen. Ich glaube, das fanden die danach gar nicht mehr so gut, aber ich habe da am Alexanderplatz eine Arbeit gezeigt, Tag X, über so einen fiktiven Systemumsturz, über eine rechte Revolution, die 89 vollenden will. Und eigentlich diese Feierlichkeiten da eben auch wie so ein Stachel drin reingesetzt und gesagt, okay, aber das ist kein abgeschlossener Prozess und auch nicht safe und auch nicht, lässt sich nicht so ikonisch für immer festhalten, sondern Demokratie oder ein demokratischer Staat, da muss halt die ganze Zeit auch weiter dafür gerungen werden und diskutiert werden. Ja. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen, vielleicht auch aus dem Internet? Sie haben es gerade angesprochen, Frau Naumann, das fand ich auch sehr gut. Um Demokratie muss gerungen werden. Das ist auch ein zartes Pflänzchen, gut, Pflänzchen nicht mehr, aber eine zarte Pflanze, um die immer wieder, die immer wieder begossen werden will, wo man manchmal auch, man muss sie in die Sonne stellen und so weiter. Ne? Also es ist schon ein Gebilde, was gehegt und gepflegt werden will. Am Tag der internationalen Demokratie, Frau Kaminski hat es ja schon angesprochen, ich mache mal einen Schritt zurück. Zu meiner Zeit war das Buch, das kennen Sie bestimmt alle, Generation Golf, war total angesagt. Mir fällt natürlich nicht der Autor gerade ein, ich habe es mir aufgeschrieben. Florian Illies, genau. Und Frau Kaminski hat ja gesprochen von der Spaltung. Und ich dachte, ist das jetzt die Generation Spaltung? Ist das... wie kann man die Generation Spaltung, also die jetzige Generation, wenn Florian Illies vielleicht nochmal ein Buch schreiben würde über die jetzige Generation, würde sie Generation Spaltung heißen? Und ist das schon so ein Hinweis darauf, dass wir uns noch mehr bemühen müssen, um demokratische Kräfte, Sie haben es gerade angesprochen, im Osten noch mehr zu stärken, um noch mehr uns um die Demokratie, die hiesige, weil sie vielleicht an manchen Orten auch in Gefahr ist, dass wir uns darum bemühen müssen. Und wie vor allem? Das war jetzt eine sehr lange Frage. Ich hoffe, Sie haben meinen Gedankengängen folgen können. Also Generation Spaltung würde ich Sie jetzt nennen. Sie können sie natürlich auch ganz anders benennen. Sie können sich 3 verschiedene Buchtitel jeweils ausdenken. Also wie sehr muss um die Demokratie heute gerungen werden? Ich habe schon einen Titel. Ich habe nämlich mal ein T-Shirt gemacht, Generation Rolf, wo ich mich auch zuordne, also diese kleine Postleitzahlen-Maskottchen, das ist auch im Jahrbuch Deutsche Einheit abgebildet, weil ich als Kind in den 90ern hatten wir alle diese gelbe Hand als Aufkleber an unseren Betten und wir wussten aber gar nicht, was das soll. Ne? War irgendwie so, und erst später habe ich gecheckt, das waren die 5-stelligen Postleitzahlen. Das ist die Einführung der 5-stelligen Postleitzahlen, hat die Deutsche Post versucht dann so lässig zu machen, sehr bemüht mit so einem Hip-Hop-Video und dieser Hand und weil die jetzt halt 5-stellig sind und 5 ist Trümpf und immer diese Hand und anspielend auf die Generation Golf habe ich dann Generation Rolf mit dieser gelben Hand gemacht. Im Jahrbuch Deutsche Einheit haben wir ihn auch reingebracht genau, da geht es auch um Postleitzahlen, kann man sich im Buch angucken. Und diese Generationenzugehörigkeit, ich glaube, das wird immer, also es ist natürlich auch ein bisschen so ein Spaß, weil klar, alle, die in den 90ern Kind waren, erinnern sich und sind so, stimmt, Rolf und so, aber das macht uns ja nicht zu einer Generation, so wie Generation Golf natürlich auch eine ganz bestimmte Kohorte mit Leuten mit einer bestimmten Sozialisierung und vielleicht auch Einkommen oder das ist ja alles so sehr spezifisch. Ich glaube, jetzt hat sich das eher immer noch mehr so ausgedifferenziert und ich glaube auch jetzt nochmal, wenn wir jetzt so an diese Early Internet Forschung von Frau Frese-Renner und wenn ich mir so vorstelle, wie das dann noch irgendwie so wie so einfachere Räume schienen, ne? Während es jetzt oder eben auch so kleinere oder während jetzt kann sich eigentlich jeder den Raum suchen, wo alle das genauso sehen wie ich. Und das ist eigentlich das, wofür ich immer so plädiere und was ich auch versuche und wofür ich einstehe, eigentlich, dass wir nicht aufhören, mit Leuten zu sprechen, die das anders sehen als wir. So. Und uns nicht zurückziehen in so eine Welt, wo das alle verstehen oder wenn jemand was postet, was mir nicht gefällt, dann entfolge ich, sondern nee, dann folge ich gerade, weil ich will ja wissen, wie die Person das sieht. Und eigentlich diese Möglichkeit, dass wir uns auseinandersetzen mit Leuten, die das anders sehen als wir und auch nicht verlernen, unsere Überzeugungen auch jemandem so zu erklären, der das anders sieht und zu diskutieren. Das ist eigentlich das, was
wofür ich jetzt am Tag der Demokratie so eine Lanze brechen möchte. Herr Goschler, darf ich Sie ganz zuletzt zu Wort kommen lassen? Ich würde gerne Frau Frese-Renner fragen, ob Sie auch schon ein T-Shirt gebastelt haben. Nein. Ich kann auch leider Rolf nicht, obwohl ich in den 90ern ein Kind war. Bisschen zu spät geboren. Ja, wahrscheinlich. Schon eine andere Generation. Ja, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich irgendwie meine Generation auf einen Nenner bringen soll oder ob es die überhaupt als eine gibt. Ich würde sie jetzt auch nicht Generationenspaltung nennen, denke ich, sondern ich glaube, es ist auch okay, wenn es sich nicht auf einen Nenner bringen lässt, sondern es eben irgendwie pluraler ist und ausdifferenzierter. Das war ja schon ein schönes Stichwort. Und ja, würde dann auch der Norm der Einheit in dieser Hinsicht irgendwie so einen leisen Zweifel anmelden. Danke. Ja, also ich finde es fast altersdiskriminierend, dass ich nicht gefragt werde nach T-Shirt-Design. Was für ein T-Shirt möchten Sie denn haben, Herr Goschler? Ich hole das sofort so nach. wunderbar. Ja, aber Ihr hattet eure T-Shirts. ja, genau. Na gut. Aber ich wollte eigentlich jetzt lieber was anderes sagen, nämlich ich wollte so ein bisschen bremsen bei diesem Stichwort Spaltung. Ja? Also weil ich da das Problem Ich sehe. habe das auch sehr provokativ genannt. Das ist klar. Tut mir leid. Aber ich spiele da mit, ich lasse mich jetzt provozieren, ja, und widerspreche. Und würde sagen, also besteht hier eine Gefahr, dass man so eine Art self-fulfilling prophecy veranstaltet, indem man dauernd von Spaltung redet und am Ende produziert man das Phänomen vielleicht erst dadurch. Ich meine, hier gibt's, also Demokratie lebt eben nicht von wir sagen und denken alles Gleiche, sondern lebt eben von Auseinandersetzungen und Vielstimmigkeit und auch von Kontroverse. Und die Frage ist natürlich, wo schlägt dann Kontroverse und Vielstimmigkeit dann vielleicht in etwas womit Demokratien dann nicht mehr klarkommen können. Und da würde ich jetzt eigentlich den Ball Frau Frese-Renner zuspielen, denn wenn ich mal so gewissermaßen die Rolle wechseln darf und ihr eine Frage stellen darf, nämlich ausgehend von Ihrem Beitrag, habe ich das Gefühl, das, was Sie beschreiben in den 90ern, das hat ja auch noch so was Spielerisches und hat noch nicht diesen Echokammer-Effekt, der heute so oft beschrieben wird. Ja? Also da bringt mich Ihr Beitrag jetzt nochmal zusätzlich zum Nachdenken, ob sich da vielleicht auch was an der Qualität von Debatten in sozialen Medien verändert hat. Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Überlegung. Ich meine, letztlich gab es ja auch im frühen Web schon sozusagen Netzwerke, die dann, ich weiß nicht, inwiefern sie dann in sich geschlossen waren oder nicht, aber sowas wie den Webring DDR, wo dann bestimmte Seiten Teil waren und man sich eben weiterklickte und dann eben ja innerhalb von diesem einen Netzwerk sozusagen blieb. Gleichzeitig ja, verändert sich natürlich in den sozialen Medien in dieser Hinsicht noch mal ganz grundlegend was. Das kann man schon sagen, denke ich. Und andererseits findet man ja auch schon in den frühen 90ern sozusagen vor dem World Wide Web sowas wie rechtsextreme Mailbox-Netzwerke. Also es ist nicht so, dass es das nicht gab, sondern wenn man wollte, konnte man sich da, denke ich, auch irgendwie sein eigenes Weltbild bilden. Aber es ist natürlich die Frage, wie das durch technische Grundlagen nochmal vereinfacht oder befördert wird. Was steht denn jetzt auf Ihrem T-Shirt? Nur so Farbkleckse. Generation Farbklecks. Das finde ich sehr gut. Das war die Veranstaltung Wir müssen reden. Hatten Sie noch eine Frage? Oh, ja, gerne. Bitte sehr. Es wurde ja viel gesprochen über Umstände und über Gegenstände, aber mich hätte eigentlich mehr interessiert, wie fühlen sich die Menschen? Also auch, man könnte auch mal untersuchen, was geht in jemandem vor, zum Beispiel, der zum Beispiel aus dem Erzgebirge kommt, und wenn er jetzt jemanden mit einem Dialekt von Rheinland-Pfalz hört oder jemand, der jetzt von Bayern kommt, was geht in dem vor, wenn er jetzt einen Dialekt wie Sächsisch oder Sachsen-Anhalt hört, oder auch was
spielt da eine Rolle, was sie so für Vorerfahrungen oder von Erzählungen von vorher haben und so weiter. Und da habe ich nicht genug gehört. Also ich meine, es sind so Umstände, wie Sie nun da mit Ihrem Internet... Also Sie meinen, qualitative Interviews sind das wahrscheinlich dann, ne? In der Forschung? Also dass man längere Gespräche führt mit den Menschen, wie sie diese Zeit erlebt haben? Oder habe ich Sie richtig verstanden? Das Belonging finde ich schon erstmal peinlich. Das ist jetzt für Gesamtdeutschland, dass es immer alles Englisch sein muss. Ja, warum? Wir wissen, haben doch deutsche Worte. Sehe ich gar nicht ein. Ich finde das unheimlich peinlich für Deutschland, dass die jetzt alle bloß noch they are afraid to speak German language. Ja, this is very stupid. For me it is very stupid. So, also das fällt mir schon so auf. Das ist doch eigentlich ein Verlust des Selbstgefühls als Deutsches schon. Das ist doch peinlich. Oder auch, dass es zum Beispiel auch in der Speise, also ich meine, man geht auch zu privaten Feiern oder auch zu rein deutschen Feiern, wo nur noch türkisches Essen gibt und so, wo ich mich wundere, was ist denn das für eine Identität? Ich freue mich ja, wenn es türkisches Essen gibt, aber es gibt wahrscheinlich auch. Ich habe Ihre Frage jetzt so verstanden. Ich würde es gern an die beiden Forschenden hier auf dem Podium. Gibt es denn diese Möglichkeit in der Forschung eben auch die Empfindungen von den Menschen in die Forschung mit reinzugeben? Und vielleicht noch an Herrn Goschler eine ganz kleine Frage mit 30 Sekunden Beantwortungszeit, wenn es okay ist. Warum benutzen wir englische Wörter? Warum Belonging? Das finde ich gar nicht mal so schlecht, die Frage. Also gibt es diese Möglichkeit, die Empfindungen in der Geschichtswissenschaft der Menschen wiederzugeben oder aufzunehmen in die Geschichtsforschung? Ja, in jedem Fall, das wird ja auch intensiv gemacht. Also es gibt zahlreiche Projekte, die vor allem mit Oral History Methoden Menschen befragen. Also die Erfahrungsgeschichte, Lutz Niethammer ist ja vorher schon genannt worden, hat schon eine jahrzehntelange Tradition und auch eine jahrzehntelange Praxis. Also da würde ich sagen, da gibt es genug Beispiele und man kann die Sachen lesen, die sind in aller Regel auch in deutscher Sprache verfasst. Und damit komme ich zur zweiten Frage. Wissenschaftssprache, also man muss unterscheiden zwischen Alltagssprache und Wissenschaftssprache und niemand wird Sie dazu zwingen, dass Sie jetzt in Ihrem Alltag Englisch sprechen müssen, ja, außer wenn Sie Lust dazu haben. Aber Wissenschaft ist eben ein internationales Unternehmen und da werden verschiedene Sprachen gesprochen und man übernimmt gelegentlich auch Begriffe aus einer anderen Sprache. Und vorher ging es ja genau darum, was passiert. Wir haben ja ein deutsches Wort dafür, Zugehörigkeit. Aber es ist eben interessant, dass Zugehörigkeit und Belonging eben nicht 1:1 ineinander zu übersetzen ist. Und man muss eben drüber nachdenken, was klingt an, wenn man den einen Begriff in der einen Sprache verwendet und was klingt an, wenn man den Begriff in der anderen Sprache verwendet. Und worauf müssen wir achten? Sich zugehörig fühlen, sagt jetzt die Dame aus dem Publikum. Wollen wir es erstmal dabei belassen? Wir können das natürlich. Sind um. Genau, vielen Dank. Frau Freese-Renner, Sie haben das letzte Wort, bitte. Ja, danke schön. Weil Sie ja gerade meinten, Internetumstände. Ich würde irgendwie gerne nochmal aufgreifen, was Henrike Naumann vorhin gesagt hat, und zwar sozusagen ernst zu nehmen, was man dort sieht. Und weil Sie meinten, man soll die Erfahrungsgeschichte oder wie die Leute sich fühlen, auch mit berücksichtigen. Und ich würde sagen, das tue ich ja gerade, wenn ich mir diese frühen Webseiten von ganz verschiedenen Leuten anschaue, die zum Beispiel so eine private Homepage erstellen und das selbst gestalten und da über sich selbst erzählen. Dann erfahre ich ja etwas über deren Erfahrungen eigentlich, wenn ich mir das anschaue. Und dann geht es mir sozusagen darum, wie Henrike Naumann gesagt hat, Dinge, die irgendwie erstmal witzig oder komisch erscheinen. So eine frühe Webseite sieht ja jetzt erstmal fremd und vielleicht etwas einfach und kurios aus, aber das eben trotzdem zu nehmen und mir anzuschauen und aus dem Internet herauszuholen und ernst zu nehmen, sozusagen, wie das vorhin schon gesagt wurde. Vielen Dank. Das war die Veranstaltung Wir müssen reden. Wer gehört zum Wir am heutigen Internationalen Tag der Demokratie, 15. September. Und vielen Dank, dass Sie hier waren, Frau Naumann,
Herr Goschler und Frau Frese-Renner. Und natürlich vielen Dank, dass Sie hier waren an diesem schönen, wirklich schönen Sommerabend. Ich hoffe, Sie können ihn noch etwas genießen und natürlich auch vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben oder das später nochmal gucken oder vielleicht auch nachgucken. Ich möchte gern noch auf 2 Dinge hinweisen. Dieses gute Jahrbuch hier 2023, das bekommen Sie ab dem 19.09. in der Buchhandlung Ihres Vertrauens. Und am 20. September, also in der nächsten Woche, findet um 18 Uhr ein Abend mit dem Titel Fragile Zugehörigkeiten Ostdeutsche und andere im Vereinigungskontext im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig statt. Und auch dort hoffen wir, Sie begrüßen zu können. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen. Vielen Dank und einen schönen Abend.